Hallo und willkommen beim Deutsch Blitz Podcast. Hier sprechen wir über den Wahnsinn der deutschen Bürokratie. Schaut euch diese Formulare an. Haben Sie das Formular 14b in dreifacher Ausführung dabei? Ist Ihre Geburtsurkunde von einem vereidigten Dolmetscher übersetzt, notariell beglaubigt und vom zuständigen Konsulat zusätzlich überbeglaubigt worden? Und ganz wichtig, haben Sie eine gültige Wartenummer? Wenn Ihnen bei diesen Fragen der kalte Schweiß auf der Stirn steht, dann herzlich willkommen. Sie sind entweder gerade in einem sehr spezifischen Albtraum oder Sie stehen in der Schlange eines deutschen Bürgeramtes. Willkommen zu einer neuen Folge des Deutsch Blitz Podcasts. Mein Name ist Lukas. Heute sprechen wir über das Thema, das selbst die mutigsten Expats zum Weinen bringt und gestandene deutsche Staatsbürger in den Wahnsinn treibt: die deutsche Bürokratie. Warum ist das Faxgerät in deutschen Behörden eigentlich immer noch das wichtigste Kommunikationsmittel? Warum brauchen wir in diesem Land für alles einen Stempel? Und warum fühlt sich der Gang zum Amt an wie eine Quest in einem Rollenspiel, nur dass man am Ende ein Stück Papier gewinnt, das man eigentlich gar nicht wollte? Wir schauen uns heute an, warum die Bürokratie eigentlich unser Freund sein will, auch wenn sie es verdammt gut versteckt. Wir hören traumatische Geschichten von Menschen, die im Papierdschungel verloren gingen, und wir klären die Frage: Kann man in Deutschland atmen, ohne vorher einen Antrag auf Sauerstoffnutzung gestellt zu haben? Nehmen Sie Platz, ziehen Sie eine Nummer, es geht los. Wenn man nach Deutschland zieht, gibt es ein Wort, das man schneller lernt als Guten Tag oder Bier. Dieses Wort lautet Anmeldung. In anderen Ländern ziehst du einfach in eine Wohnung, stellst deine Koffer ab und lebst dort. Nicht in Deutschland. In Deutschland existierst du erst, wenn ein Beamter hinter einer Plexiglasscheibe deine Daten in einen Computer aus dem Jahr 1998 eingetippt hat. Einen Computer, der wahrscheinlich heute noch Windows XP vermisst. Erst wenn er dir ein Dokument mit einem offiziellen Stempel überreicht, bist du ein Mensch. Die Anmeldung ist das Tor zur deutschen Zivilisation. Ohne Anmeldung kein Bankkonto. Ohne Bankkonto kein Handyvertrag. Ohne Handyvertrag kein Internet. Ohne Internet, dann kannst du diesen Podcast nicht hören. Ich habe mit Sarah aus Australien gesprochen. Sie erzählte mir: Lukas, ich dachte, ich bin vorbereitet. Ich hatte meinen Mietvertrag. Aber dann sagte die Beamtin: Wo ist die Wohnungsgeberbestätigung? Ich sagte: Was für eine Bestätigung? Sie schaute mich an, als hätte ich gerade versucht, mit Monopoly-Geld zu bezahlen. Sie sagte nur: Ohne Bestätigung keine Anmeldung. Der nächste bitte. Sarah musste 3 Wochen auf einen neuen Termin warten. In dieser Zeit war sie in Deutschland ein Niemand, ein Geist im System. Das ist der deutsche Bürokratiewahnsinn in seiner reinsten Form. Du brauchst Dokument A, um Dokument B zu bekommen, aber Dokument B ist die Voraussetzung für Dokument A. Es ist ein logischer Kreisverkehr, aus dem es kein Entkommen gibt. In Deutschland existiert man nicht durch seinen Körper, sondern durch seine Akte. Wer keine Akte hat, ist für den Staat eine optische Täuschung. Ohne Papier bist du im deutschen Staatsgefüge schlichtweg nicht vorgesehen. Stell dir vor, du stehst vor dem Beamten. Er sieht dich an, aber weil er deinen Namen nicht im System findet, bist du für ihn Luft. Das ist fast schon philosophisch, oder? Wir sind eine Nation von Akten, die gelegentlich spazieren gehen. Kommen wir zu einem technischen Phänomen, das weltweit für Gelächter sorgt: Das deutsche Faxgerät. Wir schreiben das Jahr 2025. Die Menschheit plant Missionen zum Mars. Künstliche Intelligenz schreibt Romane. Aber wenn du in Deutschland eine wichtige Information an ein Amt schicken willst, sagen sie dir oft: Schicken Sie uns das bitte per Fax. E-Mails sind aus Datenschutzgründen nicht sicher. Ja, genau.
Eine unverschlüsselte E-Mail ist unsicher, aber ein Blatt Papier, das in einem Großraumbüro aus einem Gerät rattert und dort 3 Tage lang für jeden lesbar herumliegt, ist der Goldstandard der Sicherheit? Warum ist das so? Weil das geschriebene Wort auf Papier in Deutschland eine fast religiöse Bedeutung hat. Ein Dokument ist erst dann echt, wenn es physisch existiert und, ganz wichtig, einen Stempel hat. Ein digitaler Klick? Den könnte ja jeder machen. Aber ein Stempel? Ein Stempel ist die Unterschrift Gottes unter einen Verwaltungsakt. Ich kenne einen Expat aus dem Silicon Valley, der nach Berlin gezogen ist, um ein Tech-Startup zu gründen. Er sagte mir: Lukas, ich entwickle Software für Quantencomputer, aber ich musste mir bei eBay ein gebrauchtes Faxgerät kaufen, um meine Gewerbeanmeldung abzuschließen. Ich fühlte mich wie ein Zeitreisender, aber in die falsche Richtung. Das Faxgerät ist in Deutschland kein technisches Gerät. Es ist ein rituelles Objekt, das die Verbindung zwischen der physischen Welt und der Welt der Aktenordner aufrechterhält. Ohne das Fax würde das System in sich zusammenbrechen. Es ist das rhythmische Keuchen der Bürokratie, das uns daran erinnert, dass Fortschritt relativ ist. Wenn das Faxgerät piept, weiß der deutsche Beamte, hier passiert echte Arbeit. Jetzt müssen wir mal kurz ernst werden. Warum quälen wir uns selbst mit diesem System? Ist das purer Sadismus der Beamten? Nein. Die deutsche Bürokratie hat eine Wurzel, die eigentlich sehr edel ist: der Rechtsstaat. In Deutschland soll alles nach Recht und Gesetz ablaufen. Jeder Bürger soll gleich behandelt werden. Und wie stellt man sicher, dass keine Willkür herrscht? Indem man alles dokumentiert. Wenn es ein Formular gibt, dann gibt es eine Regel. Und wenn es eine Regel gibt, dann kann der Beamte nicht einfach entscheiden, dass er dich heute nicht mag. Er muss sich an das Formular halten. Bürokratie ist in Deutschland der Versuch, Gerechtigkeit durch Papier zu erzeugen. Das Problem ist nur, dass wir das 19. Jahrhundert nie ganz hinter uns gelassen haben. Wir haben die preußische Genauigkeit behalten, aber die moderne Welt ist einfach schneller geworden als unser Stempelkissen. Deutschland gehört weltweit zu den Ländern mit dem größten Sicherheitsbedürfnis. Und Sicherheit bedeutet für uns, wir brauchen einen Beleg. Für alles. Wenn alles abgeheftet ist, kann uns das Schicksal nichts anhaben. Ohne Beleg ist ein Leben nur eine Behauptung. Mit Beleg wird es Realität. Ein Deutscher ohne Quittung fühlt sich, als hätte die Tat nie stattgefunden. Wir brauchen diese Bestätigung, um uns sicher zu fühlen, dass wir alles richtig gemacht haben. Es ist eine psychologische Stütze in einer komplizierten Welt. Wenn wir alles in Ordnern sortiert haben, haben wir das Gefühl, das Chaos des Lebens besiegt zu haben. Bevor wir gleich zu den absurdesten Formularen kommen und klären, warum man in Deutschland sogar für seinen Hund eine Steuererklärung fast abgeben muss, ein kurzer Moment für euch. Habt ihr schon euren Antrag auf Podcast-Gefallen ausgefüllt? Nein? Keine Sorge, bei uns geht das digital und ohne Fax. Wenn euch Deutschblitz Podcast gefällt, dann drückt jetzt auf den Abonnieren-Button. Gebt uns ein Like oder eine Bewertung. Das hilft uns, im Ranking nach oben zu klettern, ganz ohne bürokratische Hürden. Schreibt uns in die Kommentare: Was war euer schlimmstes Erlebnis bei einer deutschen Behörde? Welches Wort hat euch am meisten Angst gemacht? War es Zuständigkeit oder beglaubigte Kopie? Wir wollen eure Geschichten hören. Vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge nur mit euren traumatischsten Behördengängen. Wir wissen, dass es da draußen Geschichten gibt, die man kaum glauben kann. Und jetzt zurück in den Papierdschungel. Ein weiterer Punkt, der Ausländer und viele Deutsche zur Verzweiflung bringt, ist die Sprache. Es ist nicht Deutsch, es ist Beamtendeutsch. In dieser Sprache heißt ein Fenster nicht Fenster, sondern Lichtaustrittsöffnung im Mauerwerk. Ein Hund ist eine bellende Kleintiereinheit. Ein Gebäude ist eine ortsfeste bauliche Anlage. Ein Drehkreuz am Eingang?
Das ist eine Personenvereinzelungsanlage. Kein Witz, das steht so in offiziellen Dokumenten. Wir vereinzeln Personen, damit wir sie besser zählen können. Das klingt fast schon nach Science Fiction, ist aber deutscher Alltag. Es geht darum, Dinge so präzise zu benennen, dass es keinen Raum für Interpretationen gibt. Wenn ein Beamter ein Wort benutzt, dann meint er genau dieses Wort und kein anderes. Ich habe einen Freund aus Italien, Giovanni. Er bekam einen Brief vom Amt. Er spricht eigentlich gut Deutsch. Er las den Brief und sagte: »Lukas, ich verstehe jedes Wort, aber ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Hier steht etwas von einer Mitwirkungspflicht bei der Feststellung des Sachverhalts unter Berücksichtigung der Fristwahrung.« Ich musste es ihm übersetzen. Es hieß einfach nur: »Schick uns das Dokument bis Freitag, sonst gibt's Ärger.« Warum schreiben die so? Weil jedes Wort rechtlich abgesichert sein muss. Beamtendeutsch ist eine Schutzweste aus Buchstaben. Es geht nicht darum, verstanden zu werden, es geht darum, nicht verklagt werden zu können. Für einen Expat ist das ein Albtraum. Man fühlt sich dumm, obwohl man es nicht ist. Man fühlt sich klein vor der Macht der komplizierten Wörter. Aber wenn man die Sprache einmal beherrscht, fühlt man sich wie ein Magier, der geheime Formeln spricht. Aber hier ist die ultimative Wahrheit über das Leben in Deutschland. In Deutschland stirbt man nicht, man wird administrativ beendet. Kennt ihr Asterix erobert Rom mit dem berühmten Passierschein A38? Da gibt es das Haus, das Verrückte macht. Sie müssen den Passierschein A38 besorgen. Sie rennen von Schalter zu Schalter, von Stockwerk zu Stockwerk. Jeder Mensch, der in Deutschland ein Visum beantragt hat, weiß, dieser Film ist kein Zeichentrick. Er ist eine Dokumentation über das deutsche Ausländeramt. Du gehst zum Amt, du hast alle Dokumente, aber dann sagt der Beamte: Das hier ist nur eine Kopie, wir brauchen das Original. Du sagst: Das Original ist bei der anderen Behörde. Der Beamte sagt: Dann holen Sie es dort ab. Du gehst zur anderen Behörde. Die sagen: Wir geben das Original nur heraus, wenn Sie eine Bestätigung vom ersten Amt haben. In diesem Moment möchtest du einfach nur in den Wald ziehen und mit den Wölfen leben. Wölfe brauchen keine beglaubigten Kopien, Wölfe haben keine Zuständigkeit. Aber wahrscheinlich käme dann ein Forstbeamter und würde dich fragen, ob du eine Genehmigung für die Nutzung des Waldraums als Wohnstätte hast. Wahrscheinlich bräuchtest du auch eine Genehmigung für die Wölfe, als Mitbewohner in einer nicht genehmigten Außenanlage. Ich habe mal gehört, dass ein Expat in Berlin versucht hat, einen Termin online zu buchen. Er hat die Seite jeden Morgen um 7 Uhr aktualisiert. Wochenlang. Nichts. Dann hat er einen Bot programmiert, der für ihn sucht. Der Bot hat einen Termin gefunden für das Jahr 2029. Das ist kein Witz. Das ist Berlin. Das ist der Punkt, an dem die Bürokratie aufhört, Ordnung zu schaffen und anfängt, das Leben zu verhindern. Wenn das System wichtiger wird als der Mensch, für den es gemacht wurde. Aber hey, immerhin ist alles dokumentiert. Denn merkt euch, der Tod ist kein Problem, nur die Abmeldung danach. Aber wir müssen fair bleiben. Es gibt einen Grund, warum Menschen trotzdem nach Deutschland kommen wollen. Und dieser Grund ist, ironischerweise, auch die Bürokratie. Denn wenn du es einmal geschafft hast, wenn du diesen Stempel hast, wenn du im System bist, dann funktioniert es. In vielen Ländern musst du jemanden bestechen, um einen Reisepass zu bekommen. In Deutschland? Unmöglich. Absolut unmöglich. Der Beamte würde dich anschauen, als wärst du ein Alien, wenn du ihm 50 € zustecken würdest. Er würde wahrscheinlich die Polizei rufen, weil du den Dienstweg verletzt hast. Korruption ist in Deutschland ein Fremdwort, weil das System so starr ist, dass kein Geldbeutel dazwischen passt. Die deutsche Bürokratie ist langsam, sie ist staubig, sie ist analog, aber sie ist verdammt ehrlich. Wenn das Gesetz sagt, du hast Anspruch auf Kindergeld, dann bekommst du Kindergeld. Punkt.
Da muss kein Cousin im Ministerium sitzen, der das für dich regelt. Das Formular ist dein Vertrag mit dem Staat und der Staat hält sich an seine Verträge. Für viele Menschen aus Ländern, in denen Korruption zum Alltag gehört, ist die deutsche Bürokratie zwar nervig, aber auch ein Symbol für Sicherheit. Man weiß, woran man ist, auch wenn man 3 Monate darauf warten muss. Es ist eine langsame Gerechtigkeit, aber es ist Gerechtigkeit. Es gibt keine Abkürzungen, aber es gibt einen Weg, der für alle gleich ist. Und das ist am Ende des Tages viel wert. Was lernen wir daraus? Wenn du in Deutschland überleben willst, brauchst du 3 Dinge. Erstens einen sehr großen Aktenordner, am besten von Leitz, das ist das Original. Zweitens viel Geduld. Drittens die Fähigkeit, niemals, wirklich niemals den Mut zu verlieren, wenn jemand sagt, da bin ich nicht zuständig. Die deutsche Bürokratie ist wie ein riesiges, altes Ungeheuer. Es bewegt sich langsam, es frisst viel Papier, aber wenn man lernt, wie man es füttert, dann lässt es einen in Ruhe. Es ist ein Spiel mit Regeln, und wer die Regeln kennt, kann gewinnen. Man muss nur lernen, die Sprache des Ungeheuers zu sprechen. Und für alle Expats da draußen, wir Deutsche leiden mit euch. Wir verstehen unsere Formulare auch nicht immer. Wir hassen das Faxgerät auch. Aber tief in unserem Inneren lieben wir diesen kleinen Moment, wenn der Beamte den Stempel auf das Papier drückt. Bumm. Es ist das Geräusch von Sicherheit. Es ist der Beweis, dass wir existieren. Ohne Stempel sind wir nur eine Vermutung. Mit Stempel sind wir eine Tatsache. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt diese Folge überlebt, ohne einen offiziellen Antrag auf Podcast-Ende stellen zu müssen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir brauchen eure Unterstützung, um weiterhin Licht in die dunklen Ecken der deutschen Kultur zu bringen. Und was erwartet euch in der nächsten Folge von Deutschblitz Podcast? Wir haben heute über den Wahnsinn der Verwaltung gesprochen. Aber dieser Wahnsinn hat eine tiefere Ursache. Warum brauchen wir für alles eine Regel? Warum halten wir uns an Gesetze, die offensichtlich keinen Sinn ergeben? Warum warten wir nachts um 3 Uhr an einer roten Ampel, wenn kein Auto kommt? Das Thema beim nächsten Mal: Warum Deutsche Regeln lieben, auch wenn sie völlig sinnlos sind. Wir schauen uns an, warum wir nachts um 3 Uhr an einer roten Ampel stehen bleiben, obwohl weit und breit kein Auto zu sehen ist. Und warum wir andere Leute böse anschauen, wenn sie es nicht tun. Wir sprechen über die soziale Kontrolle und die Liebe zur Ordnung, die manchmal über den gesunden Menschenverstand hinausgeht. Seid dabei! Ich bereite mich jetzt schon darauf vor. Ich habe bereits die entsprechende Genehmigung für die nächste Sendung beantragt. Macht's gut, bleibt geduldig beim nächsten Behördengang und vergesst euren eigenen Kugelschreiber nicht. Tschüss! Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.